Hallo ihr lieben Stiere, wir schauen ins Kollektiv-Orakel der Stiere für den neuen Monat. Bin gespannt, was ich euch mitteilen darf. Ich lasse die Karten nur springen, das dauert eine Weile. Also, für die lieben Stiere wird im Februar hier ein bisschen Selbstfürsorge anstehen. Auf der Karte geht es darum, dass ja auch der Schmetterling eine Zeit lang im Kokon verbringt, bevor er davon fliegt. Und es geht einfach darum, dass ihr euch zurückzieht, dass ihr Pause macht und dass ihr für euch rausfindet, was Selbstfürsorge ist. Manche greifen auf eine andere Ernährung zurück, manche verändern was in ihren Lebensgewohnheiten. Manche entziehen sich irgendeiner harschen Energie und das kann man nicht so verallgemeinern. Selbstfürsorge ist für jeden was anderes, aber es geht im Prinzip auch darum, Nein sagen zu lernen und sich selbst zu behaupten. Wir gucken, was das keltische Kreuz für euch mitbringt. Ja, neue Wege, neue Chancen, vielleicht auch tatsächlich neue Wege, wie ihr euren Alltag managt, Entscheidungen, die anstehen, eine Möglichkeit, euch neue Türen zu öffnen, eine Entscheidung zu treffen, die euch auch Sicherheit und Erfolg mitbringt. Ja, und ihr habt hier so ein bisschen den Blues in den Gedanken drin. Es kann jetzt sein, dass ihr euch sehr mit euren Schattenthemen auseinandersetzt, dass ihr einmal so denkt und einmal so ein bisschen wankelmütig. Andererseits ist die Intuition wieder sehr hoch und ihr überlegt vielleicht, ob ihr mehr der folgt. Es kann auch sein, dass ihr drüber nachdenkt, wo kriege ich mal wieder so einen schönen Erfolg in meinem Leben her oder wie überwinde ich dieses Ding, so zu leben, so zu überleben, anstatt richtig zu leben. Vielleicht seid ihr auch schwankend unterwegs bei irgendwelchen Entscheidungen, die ihr treffen wollt oder Entscheidungen, die sich euch eben vor die Füße legen. Ja, und im Unterbewusstsein habt ihr dieses Ding schon, Anfang und Ende. Ne? Ein Prozess, der euch lange emotional auch beschäftigt hat, vielleicht auch ein bisschen ausgelutscht hat auf dieser Ebene, zeigt sich hier ein Umbruch, den ihr auch schon erspürt und ihr sucht hier den Weg. Ne? Wie kann es gehen? Was brauche ich? Wo bin ich mir noch unsicher? Wo kenne ich mich vielleicht auch nicht so aus? Ja, und es geht hier sehr viel um euch. Es geht um einen Energieverlust. Es geht um einen großen spirituellen Prozess, der sich hier zeigt. Erkenntnisse, große Erkenntnisse. Und jetzt geht es ans Umsetzen. Ne? Es geht darum, eine Energie aus der Vergangenheit für euch gut zu nutzen. Das heißt, ihr habt schon was entschieden oder auf den Weg gebracht, wo ihr jetzt nochmal dran anknüpfen könnt. Und es geht in der näheren Zeit einfach um euch, ne? Die Selbstfürsorge. Es geht um das Empfangen von guten Dingen, nicht nur das Reinbuttern. Es geht darum, neue Inspiration zu kriegen, aus guter Energie zu schöpfen, einen Schatten auch in der Vergangenheit zu lassen, statt ihn immer wieder nach vorne zu bringen oder vor die Nase. Und wir haben hier aus der eigenen Sicht auch den Wunsch, etwas zu bewegen nach vorne. Ne? Was hier auch auffallend ist, ist das Erbe deiner Vergangenheit. Ne? Möglicherweise auch das, was man dir in die Wiege gelegt hat. Dein geistiges Erbe, deine Berufung. Und es geht für dich darum, hier etwas in Bewegung zu bringen, was dich persönlich weiterbringt zu deinen Wünschen und Träumen. Da schöpfst du aus neuen Mitteln, also nicht aus dem
was du lange gemacht hast, sondern das ist etwas Neues, etwas, was du noch nicht kennst. Und ich habe so ein bisschen, dass dein Umfeld dir Zweifel mitbringt, welche Richtung du wählen sollst oder welche Entscheidung du treffen sollst. Und hier ist es ganz wichtig für dein eigenes Vorankommen, auf dich zu hören und dich von dem Außen nicht beeinflussbar zu machen. Denn es macht hier mehr Zweifel, als du hast. Also du bist sehr viel klarer, bis das Umfeld dann kommt und dir mit reinquatscht und sagt, guck mal hier, mach das lieber nicht und das würde ich nicht. Also besinne dich da ganz auf dich und knüpfe eine gute Energie an. Irgendwie geht es viel um die Kommunikation, die dir auch Energie zieht. Das kann hier sein, unerwünschte Beratung. Das kann hier sein, dass du nicht ganz traust, was aus dem Umfeld auf dich zukommt. Es kann auch die Angst sein, etwas auszusprechen, das dann nachher für Konfliktpotenzial sorgt. Gleichzeitig sieht man hier eine Nachricht, die dich auch weiterbringt, die dir Input und Instruktion bringt. Und es geht hier darum, dass du Freundschaften pflegst, die dich nähren, bei allem, was du kommunizierst, aufrichtig zu sein, authentisch. Möglicherweise hast du hier auch Personen, die ziemlich viel von dir fordern, oder du hast irgendwie so ein Beziehungsthema, wo es ums Geben und Nehmen geht. Ich sehe auf jeden Fall, dass du viel gegeben hast, vielleicht auch nichts zurückverlangt, aber das Gleichgewicht ist nicht richtig da. Hier verfolgt dich irgendetwas, das sich wanken lässt. Und es geht einfach darum, dass du für dich den Weg findest. Der ist unabhängig von den anderen. Ne? Der dich liebt, der bleibt sowieso da und alle anderen sind nicht wirklich wichtig. Du musst es nicht jedem recht machen. Es kann auch sein, dass der ein oder andere sich hier im neuen Monat neue Menschen mit ins Leben bringt, die sehr inspirierend sind und gleichzeitig auch das Fundament für Beziehungen mehr ins Wachstum bringt, also in eine Energie, wo du sagst, okay, das kann ich so lassen, ohne dass ich mich jetzt hier verbiegen muss. Man nimmt mich so, wie ich bin, und das stabilisiert hier sehr. Du hast ja zweimal die Sonne, ne? Hier die Sonne, die natürlich dir gute Nachrichten, gute Entscheidungen, hellsichtige Momente bringt. Andererseits geht hier auch die Sonne auf mit der Karte, mit dem Johanniskraut. Es geht darum, dass man sich wieder verbindet, dass man zur Quelle zurückkommt, dass man sich anschließt und dass es für dich warm und gut und hell ist, was du machst. Im Haus der näheren Zukunft liegst du selber drin. Es hängt also sehr viel von dir ab, wie dein weiterer Weg geht, wie du ihn gehen willst. Und es geht um die höhere Perspektive deines Blickwinkels und um das deutliche Hingucken. So, welcher Engel begleitet die Stiere? Und ich habe für euch den Engel der Freude. Wenn du glücklich bist, ist dein Engel auch glücklich. Also betrachte alles von der positiven Seite und hab Freude an allem, was du tust. Du wirst merken, dass dein Leben beschwingter ist und deine Freude auch andere anstecken wird. Die Botschaft deines Engels lautet, durch deine Freude entfaltet sich himmlische Kraft. Ihr lieben Stiere, ich wünsche euch freudvolle Momente, viel Zeit für euch selbst und ich drücke euch. Bis bald.